Da sind wir wieder bei Alone in the Dark. Immer noch im ägyptischen Tempel. Auf der Suche nach dem Vertrag zwischen dem Schattenmann und Jeremy. Wir müssen ja gerade so ein bisschen Rätsel lösen. Boah, die Stecker immer viel ein. Oh, natürlich. Hauptsache, er setzt halt immer seinen Hut wieder ordentlich auf. Das ist wichtig. So. Erstmal wieder überall nachladen. Ich finde die Akustik so genial hier drin. Das haben sie gut gemacht. Oh. Da geht's hoch, da geht's runter. Wir gehen zuerst runter. Wir suchen ja noch eine Linse. Da ist schon mal die Linse. Hier ist der Hebel und so weiter und so fort. Wurfgegenstand natürlich. Und immer wieder falle ich darauf rein. Ah, hier ist aber auch noch eine Linse. Und hier kann man sich wunderbar in den Tod stürzen. Na gut, dann betätigen wir mal den Hebel und schauen mal, was passiert. Also in dem anderen Raum, in der letzten Folge hätten wir wahrscheinlich echt doch noch was anfangen können mit dem Licht. Mit diesem blauen Stein, der da auf dem Boden lag, was ich leider dummerweise nicht gemacht habe. Aber ist nun mal so. Da haben wir bestimmt einen Sammelgegenstand verpasst oder so. Und da muss man leider das ganze Spiel nochmal von vorne spielen. Nee, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir werden wahrscheinlich sowieso nicht alle finden. Da bin ich einfach realistisch. So, sind wir jetzt hier richtig? Nee. Da drüben müssen wir doch hin. War ich etwas zu voreilig. Da müssen wir erst hin, wenn wir alle anderen aktiviert haben. Hier fehlt die Linse. So, mal gucken, ob ich hier die Vorhänge noch abfackeln kann von hier. Nein, natürlich nicht. Na gut. So, jetzt können wir bestimmt da oben die Linse wegnehmen, denke ich mal. Vermute ich. Auch nicht. Weil das da drüben noch nicht hinhaut.
Haben wir die nicht angestrahlt? Kann das sein? Dass wir hier die große Statue nicht angestrahlt haben mit der einen Linse da drüben? Deswegen funktioniert das wahrscheinlich nicht. Habe ich das bestimmt vergessen. Und habe nur die Tür geöffnet. Jetzt stimmt's nämlich. So. Jetzt reden wir wieder darüber. Tada! Ja, das halte ich für sinnvoll. Ja, okay. Dann gehen wir doch die andere Richtung, ne? Oh, jetzt kommen überall diese Fledermausviecher, oder? Ups, da können wir auch nicht durch. Ja, wunderbar. Hallo. Wow, natürlich erstmal schön daneben geschossen. Das kann ich gut. This is ready to collapse. Ja, danke, dass du es mir nochmal sagst. Ich beeile mich ja schon. Aber wenn ich hier auch erst wieder ganz außen drum herum rennen muss, meine Güte. What is going on? Ja, jetzt stürzt es natürlich nicht mehr ein, oder was? Ja. Ich nehme das mal mit hier. Acknowledge psychological trauma, break through barriers of self-deceit, temperamental behavior. These are the Dark Man's terms. The contract. Huh? Na klar, ganz normales Verhalten. Kapitel 4. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hey. Hey, Detective? What are you doing? Oh, I found something. Great. Was it alcohol? God, no, I just got the wind knocked out of me. I think I know how to break the contract with the Dark Man. What exactly does that mean? Everything going back to normal. All right. I found some more information on Derceto and the patients. There are some seriously strange things going on here. I'm pretty sure 2 of the patients are dead and maybe even the clerk. Oh, yeah. I kind of just gave up on worrying about that. Well, just keep your eyes open, I suppose. What were you doing again? Jeremy made a pact with the Dark Man to keep all the madness locked inside Derceto. All right. I'm gonna break it. I just have to... Where is it? Where's the talisman? It's
It's around your neck? Ah. I worry, Detective. Don't, I'm fine. I worry that you're not much help on this case. At least you're a good distraction. Trust me, you're getting your money's worth. At this rate, I'm an absolute bargain. Okay, wahrscheinlich kriegt sie von all dem anscheinend gar nichts mit und ist vermutlich verwundert, was wir hier eigentlich die ganze Zeit tun. Ich selber verstehe es ja auch manchmal nicht, aber ja. Wir haben auf jeden Fall den Vertrag gefunden. Das ist super. Dann schauen wir mal rein. Oh wow, wie aufschlussreich. Ja. He must first acknowledge psychological trauma in order to proceed. The lying must stop, so we can break through the barriers of self-deceit. Finally, temper manic behavior. Gut, das meiste davon kann man also schon nicht mehr lesen. Das sind auf jeden Fall Hieroglyphen auf dem Zettel. Und es ist von Jeremy unterschrieben. Aber hier, das kann man lesen. Medicine has failed me. Nothing can be done to dispel the Hartwood curse. Only the sacrificial dagger may release the despair from Jacob's eye. Yet, doing so would be the doom of Derceto. Let this curse of mine be a weapon for once. I accept your demands. Oh, crawling chaos. Build your prison around this godforsaken hospital. When evil has been starved, I will stay buried forever. Okay. Also es gibt einen Opferdolch. Und es wird aber ganz Derceto zerstören. Wahrscheinlich opfert sich gerade Jeremy irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Wir waren auf jeden Fall gerade auf dem Dachboden. Und es ist schon wieder so dunkel hier. Ich sehe schon wieder gar nichts. Und die Kiste ist immer noch leer. Jetzt sollen wir also zu Dr. Gray ins Büro. Wieso auch immer er jetzt auf die Idee kommt, Just what this evening needed. Some ambiance. in das Büro einzubrechen. Ich überlege gerade, wie wir in das Büro kommen. Ich glaube, wir müssen hier erstmal runter. Got to be around here somewhere. He wouldn't leave this house. I don't know what to think anymore. You run into that detective fella? Who is he? Can he be trusted? I think he one of the good guys. Well, you know, like us. Will he be all right with her coming? Praise the mother. You don't need to know about all that. Just help the job. Just calm down. Ain't time yet. God, it hurts. As far as I can tell, Detective Carnby seems to be solving problems, not causing them. Just be ready in case he starts anything. Das war seltsam. Was ist denn mit ihr los? Verwandelt die sich in irgendwas oder wie? The two orderlies still hadn't found Jeremy. Carnby figured this was good news. Emily had reminded him about some strange deaths at Derceto, and Carnby wasn't sure who he could trust. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich gucke noch mal kurz in diese Sammelobjekte rein. Wir hatten ja was gefunden, aber ja, nichts vervollständigt. Okay. Dr. Grays Büro. Hier ist abgeschlossen. Jetzt waren wir so lange nicht mehr hier in dem Haus, dass ich schon wieder völlig vergessen habe. Oh. Hier sieht sehr appetitlich aus. Und sagen wir waren jetzt so lange nicht hier.
dass ich schon wieder völlig die Orientierung verloren habe. Hier hat sich ganz schön die Fäulnis ausgebreitet. Das sah beim letzten Mal noch nicht so wild aus. Christ, what the hell was that? It's blocked. Du hast es nicht mal probiert. Woher willst du wissen, ob die blockiert ist? Er hat nicht mal probiert, sie zu öffnen. So. Kommen wir da nicht... It's blocked. Ach ja, es ist alles blockiert. I don't want to run into the orderlies right now. Not sure I can trust them. Okay. Bitte nicht stören. Oh, I think Dr. Gray might be in there. Perfect time to snoop around his office. gut, dass wir nochmal hier waren. So, sein Büro. Ach so. Da ist ja blockiert. Woher auch immer er das wissen will. Wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Lunacy in the Astarte Artist Colony, a monograph by Yael Klein. In early 1909, the old Derceto plantation outside of New Orleans was turned into an artist's colony. 3 famous European artists rented the house and the surrounding land from the owner, the Ledoux family. The colony was chiefly run by Sebastian Cortez, who was playfully dubbed the captain by his collaborators, William Arges and Heinrich Kassel. The colony existed for 6 years, until one day all 12 members disappeared without a trace. It is widely believed that their disappearance is connected to the disastrous hurricane that passed through on September 29, 1915, but nothing truly supports this claim. What is known is their frequent participation in New Orleans nightlife, their love for hosting parties, and their elaborate contributions to the Mardi Gras parades as the Pirates of Pontchartrain. Accounts of their lifestyle can be found in almost every gossip column. It can effectively be summed up as carefree and bohemian. In late June 1909, the name Astarte first appeared in the newspapers. Cortez said the name came to him as he was painting. There is never any claim to knowing about the ancient Phoenician fertility goddess with the same name before this time. His fellow colonist Heinrich Kassel did know, because he later produced sculptures that show clear references to ancient idols of the goddess. It's impossible to know for sure how this name suddenly made an appearance, but it is interesting because of Derceto's history. Even the name Derceto is the Greek name of a Syrian fertility goddess. In the case of naming the plantation, Derceto was certainly not an accident. We know that Elijah Pickford intended to build a temple for his cult, for he had distributed pamphlets 2 years prior to the purchase of the land, advertising his intentions. His followers were estimated to be almost 100 men and women, mostly sailors, Maroons, and Cajuns, when the plantation was built. To outsiders, Derceto registered as an ordinary slave plantation, which enabled Pickford and his flock to remain hidden for decades. The official story is that the cult lasted until 1862, when the Union Army came and burned down the plantation and scattered all who lived there. Following the Civil War, new people started to congregate in the ruins of Derceto to invent a new fertility goddess, the Shub-Niggurath. As much as Derceto is a particular name to have heard of, it's not entirely uncommon among the learned. Astarte is equally known and could have been subconsciously chosen by well-read artists. Shub-Niggurath is, on the other hand, very uncommon. Almost impossible that anyone in Louisiana would have heard that name. The name is referenced only in rare books like Unaussprechlichen Kulten and the Necronomicon, and is believed to be a bastardization of Arabic words meaning pertaining to the dark young. The few paragraphs printed on the goddess are so upsetting that no one in their right mind would want to build a religion resting on such qualities.
The Shub Niggurath cult was hard to get rid of, but it is believed that despite the police jailing and killing several cultists over the years, the main culprit in the cult's demise is the cult itself, which seems to line up with every instance of cult activity on Derceto's grounds. When Captain J.W. Norton of the Union Army arrived, he described the people at Derceto as malnourished and maniacal. As much as the army tried to save them, they fought back with fervor, as if nothing was going to stop them from slowly destroying themselves. While the disappearance of the Astarte artist colony remains a mystery, the recurring motif seems to suggest that their fate involved lunacy and a hunger for self-sacrifice to that fertility goddess with 1,000 names. Okay, das war jetzt erstmal eine Menge Hintergrundwissen, passt aber auch irgendwie wieder zu Jeremy, der ja auch versucht, sich irgendwie selbst aufzuopfern. Und eigentlich gar nicht so richtig Hilfe annehmen will von uns. Soll ich jetzt hier einmal komplett außen drum herum laufen oder was? Hier liegt auch noch ein Zettelchen. Opernprogramm. Hier sind auch Stimmen. Wer auch immer dort ist. Okay, anscheinend lohnt es sich aber doch immer wieder mal auch in die Räume zu gehen, in denen man schon gewesen ist. Jetzt bin ich natürlich nicht nochmal in dieses Badezimmer und so. Oh, was ist jetzt los hier? Seltsame Stimmen, die mit uns sprechen. Aber auch direkt mit uns, weil sie hat uns Edward genannt. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Monster im Garten. Ich wollte jetzt eigentlich hier über diese Leiter nach oben. Das war mein Plan. Boah. Schon cool mit dem Gewitter jetzt, sehr stimmungsvoll. Hier kommen wir ja immer noch nicht rein. Ich denke mal wirklich, dass wir diesen Abschnitt vielleicht wirklich nur mit Emily dann betreten können. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht hin, wir wollen ja hier lang. Hier liegt auch wieder was. Jetzt haben wir aber hier ganz schön viele Sammelobjekte erhalten. Ich frage mich echt, vielleicht haben wir jetzt in den einzelnen Kapiteln schon was verpasst, weil ich nicht jedes Mal wieder durch jedes Zimmer gelatscht bin. Weil hier, normalerweise wäre ich jetzt hier auch nicht reingegangen, wenn ich nicht gedacht hätte, ich komme von hier in dieses Zimmer, aber wahrscheinlich muss ich hier lang. There must be a spare key to Dr. Gray's office in here somewhere. Ah ja. Wahrscheinlich in diesem Tresor. Ich gucke mal, ob wir jetzt aber auch noch einen Hinweis finden oder so. Öffne den Safe. I don't have the combination for this. But maybe Jeremy did. Und? Was soll mir das jetzt sagen? Habe ich von Jeremy irgendeinen Hinweis? Ach, guck mal hier, den kann ich mir anschauen. Den Opferdolch. Bringt mir nur gar nichts. Ein Dolch, der von 2 Schlangen umschlungen wird,
Wurde im versunkenen Tempel zusammen mit dem Vertrag des Schattenmanns gefunden. Aber ich habe... Da ist eine Lupe dran. Aber ich kann auch nichts weiter damit machen. Kann ich nicht drehen oder sowas. Vielleicht später. Die Frage ist... Ach hier, das ist von Jeremy. Ach Quatsch. Moment. Wir suchen jetzt die Kombination. Er hat jetzt gesagt, vielleicht wusste Jeremy die Kombination, ne? Vielleicht müssen wir auch in Jeremys Zimmer. Ich gehe jetzt einfach mal schauen, ob wir hoch können. Es scheint mir jetzt einfacher als Bücher, die wir schon lange haben, nochmal durchzulesen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Hoffe ich zumindest. Schauen wir uns hier nochmal um, ob wir hier noch einen Hinweis finden. Da liegt doch ein Zettelchen. An Detective Carnby, der ist sogar direkt für uns. Detective Carnby, I'm terribly sorry that my niece has pulled you into this mess. Please, with all my blessings, take her away from this cursed place. I have destroyed that eater of worlds and locked it away in the attic and retreated to a place of hiding. Tell Emily I'm safe. Tell her all the lies you can think of to make her listen. Take her back to New Orleans. Sincerely, Jeremy. Okay, ich hatte ja gehofft, dass wir jetzt hier einen Hinweis bekommen. Er hat jetzt nur was gesagt, er hat den Verschlinger der Welten vernichtet und auf dem Dachboden eingeschlossen. Vielleicht müssen wir dann jetzt auch nochmal auf den Dachboden. Ansonsten hat er hier in seinem Zimmer nichts weiter versteckt. Aber wir kamen ja eigentlich gerade vom Dachboden. Vertrau mir. Brother, I need you to trust me. This is the most important moment in our family's history. I know you have doubts and that the terrible Mama Loa told you lies. I would never betray you. I promise. Lottie. Okay. Ich hoffe, wir haben nicht so viel verpasst jetzt, weil ich jetzt überall hier noch was finde. Damit hatte ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Hier ist abgeschlossen. Da will ich jetzt noch mal kurz gegenüber gucken in den anderen beiden Zimmern. In dem Zimmer von dem Mädchen. Ich habe ihren Namen gerade leider vergessen. Und von der... Oh. Detective Carnby. Good to see you again. Solved the case yet? I'm trying. Hey, Grace, you okay? Oh, she is just peachy, Detective. Are you looking forward to the Feast of St. John, Grace? I can't wait. Kids, ain't they great? What exactly are you planning for tonight? Oh, not much. We eat, we drink, we pay tribute to the wishing tree in the conservatory. The usual. Then why all the excitement? There is just something about tonight. Something's different. I think we all feel it. Besides, we got ourselves some new words for the prayer thanks to your buddy Jeremy. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. That sounds strangely threatening. You should come. God damn it, Grace. Stay put for once. Also damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass wir hier jemanden treffen.
Ich schau mal, was er sich dazu McCarthy aufgeschrieben was a hat. deadbeat. His mere presence annoyed Carnby. It was like watching the worst version of himself mock him by simply being worthless. While Carnby enjoyed watching the child outplay the drunkard, there was something terrifyingly familiar about Grace. It was taunting him, like he was supposed to remember, but couldn't. Okay, gucken wir auch nochmal in die Sammelobjekte, weil wir haben jetzt nochmal einiges gefunden. Ah ja, aber nichts vervollständigt. Ja, ich hätte jetzt wie gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich hier nochmal einen ganzen Dialog finde. Offensichtlich ist es gerade Ziel des Spiels, hier durch das ganze Haus zu schleichen. Ah, Grace Zeichnung. Da hatten wir doch eigentlich auch schon eine gefunden. Irgendwann. Und den Kastenteufel können wir jetzt auf einmal mitnehmen. Auch nicht schlecht. Ich bin gerade froh, dass wir hier überall nochmal durchgehen. Oh, hier liegt der Schlüssel, da habe ich gar nicht gesehen. Flurschlüssel im Erdgeschoss. Oh, Better hold on to these. Wouldn't want them to get lost. damit kommen wir jetzt anscheinend doch in die anderen Zimmer dann noch rein. Das ist gut. Wenn ich schon einmal hier bin, gucken wir auch hier nochmal kurz. Cassandras letzte Seite. Jeremy knew that the only one who could help him now was the guest in room number 3. The room seemed to have been empty for so long. But that wasn't allowed to be true. The story needed to be different. To include something from the outside, he would bring the guest back to room 3 and show them what was in that safe. 913. But those were not the right numbers. That was the combination for the safe in the clerk's office. Ach, krass, dass wir das jetzt hier finden. Ein Drehbuch. Slaughter Gulch. Wir finden jetzt auf einmal ganz schön viel. Okay, das ist alles so geblieben. Ja, jetzt gucke ich doch nochmal in die Sammelobjekte. Wir haben jetzt schon wieder was gefunden. Eine Brille. Und hier, das haben wir jetzt vervollständigt. What a terrible thing to recognize that your betterment was an illusion. That you are so infatuated by the virtue of struggling that despite all your hard work, you made no real efforts to ever become well. Or that the treatment becomes such an obsession that instead of letting your wounds heal over time, you tear at the flesh in the hope that it will heal better and faster, if only it would bleed in the way you wanted. Do we ever become well? What do you think, Dr. Gray? Ja, und mit der Frage, was der Dr. Gray denkt, beenden wir diese Folge, denn das versuchen wir ja gerade herauszufinden. In der nächsten Folge schauen wir uns dann mal im Flur im Erdgeschoss um und öffnen den Safe und wahrscheinlich auch das Zimmer zu Dr. Grays Büro, beziehungsweise die Tür. Und mal schauen, was der gute Mann alles so weiß oder nicht weiß. Ich bin gespannt. Macht gerade wieder richtig viel Spaß, hier im Haus zu sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.